Ja, willkommen zurück. Heute haben wir den Test der Garmin Tactix 7. Ich habe die Uhr jetzt sehr ausgiebig getragen, über 2 Monate. Ich hatte sie im Urlaub dabei. Ich habe sehr viele Workouts mit durchgeführt und möchte hier und da ein paar Eindrücke wiedergeben, beziehungsweise einfach auch mal zeigen, was die Uhr so alles kann. Vorweg muss ich aber sagen, ich habe die Uhr von Garmin ausgeliehen bekommen, das heißt, ich muss sie dann entsprechend nach dem Test wieder zurückschicken, habe aber hier keinerlei Auflagen oder sonstige Sachen unterschreiben müssen, dass ich hier irgendwas nicht sagen darf, also ich bin hier völlig frei. Ich möchte es einfach nur der Transparenzheit einfach hier erwähnen. Ja, die Garmin Tactix 7 erscheint hier in 3 verschiedenen Modellen. Ich habe hier im Test die Standardversion gehabt. Das heißt, es gibt hier noch eine Pro-Version und eine Ballistik-Version. Bei der Pro-Version habt ihr dann noch das Solarmodul verbaut, beziehungsweise bei der Ballistik-Version ist dann noch die Option, dass hier entsprechend ballistische Daten berechnet werden können. Also ist gerade für euch interessant, wenn ihr am Bogenschießen seid oder generell mit dem Thema was zu tun habt, dann wäre für euch das letzte Modell interessant. Die Tactix 7 reiht sich hier im Grundaufbau bzw. auch im Software-Grundaufbau in der Phoenix 7 und Enduro 2 Reihe ein. Das zeigt sich einfach, wenn ihr euch da die Version anschaut, dass das Ganze hier in der Basis doch die gleiche Version ist. Was ich vorweg aber sagen muss, ist, dass ihr zwar auch Updates für diese Uhr bekommt, für die Tactix 7, diese aber am Beta-Programm nicht teilnehmen kann. Hintergrund ist der, dass die Uhr dann auch fürs Fliegen unterstützt wird. Da komme ich noch später mehr darauf hinzu, was noch alles gibt. Und daher ist die Uhr, wie gesagt, im Beta-Programm nicht enthalten, bekommt aber nach und nach dann auch, wenn die Updates released werden, entsprechend die Updates. Dann kommen wir auch schon zum Bereich, wieso die Uhr eigentlich den Beinamen Tactix erhält. Die Uhr hat die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel eure Profile über ein sogenanntes Kill Switch löschen könnt. Das heißt also, ihr müsst einfach hier entsprechend das Ganze auswählen, 2 Tasten drücken und dann werden alle Daten, die auf der Uhr sind, entsprechend gelöscht. Ein weiteres Feature, was ebenfalls dann noch zu dieser Tactix-Version hinzukommt, ist dann auch noch der Tarnmodus. Das heißt also, ihr könnt im Schnellmenü einen sogenannten Tarnmodus auswählen und dann werden hier alle GPS-Daten oder alle Daten, die mit GPS zu tun haben, entsprechend gesperrt oder der Chip entsprechend ausgeschaltet. Ich kann es nicht ganz genau sagen, was da passiert. Auf jeden Fall habt ihr keine Möglichkeit, hier Tracking mehr durchzuführen, beziehungsweise dann getrackt zu werden. Um das ganze Paket dann komplett abzuschließen, haben wir dann hier auch noch eine Unterstützung der Nachtsichtgeräten. Das heißt also, sowohl bei der Display-Helligkeit-Einstellung gibt es hier einmal einen Nachtsichtmodus beziehungsweise im Schnellmenü, als auch dann entsprechend bei der Taschenlampe. Hier ist dann auch wieder eine Taschenlampe verbaut und da ist es so, dass ihr ein normales Weißlicht habt. Leuchtet auch wirklich sehr, sehr gut aus. Also ihr könnt wirklich Räume gut ausleuchten, wenn ihr jetzt was suchen wollt. Das Gegenlicht ist dann aber nicht wie bei zum Beispiel der Phoenix 7 ein rotes Gegenlicht, sondern ein grünes Gegenlicht, was dann halt auch entsprechend dem ganzen Nachtsichtmodus dann zu dient. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, mit den Taschenlampen SOS zu funken und euch entsprechend hier kommunizieren, beziehungsweise wenn ihr laufen geht, dann das Ganze auch hier so einzustellen, dass wenn ihr von vorne lauft, dann das Licht angeht. Wenn wir die Uhr von außen betrachten, haben wir hier ein titanverstärktes Gehäuse. Die Uhr bringt selber 89 Gramm auf die Waage und ist dann auch insgesamt bis 10 ATM wasserdicht. Natürlich wird dann bei so einer Uhr auch das Saphirglas verbaut, das heißt, es ist auch wirklich das stabilste Glas, was man hier verbauen kann, beziehungsweise stabilste in dem Sinne, was Garmin hier anbietet. Abgedeckt wird hier ein Memory in Pixel Touch Display, das heißt also, die Uhr ist auch komplett mit Touch bedienbar. Und es ist auch so, das Memory in Pixel Display ist besonders gut bei Sonneneinstrahlung, das heißt, hier ist es optimal ablesbar. Lediglich in dunklen Räumen muss dann hier mit Hintergrundbeleuchtung gearbeitet werden. Das Ganze ist aber auch einfach über die Gestensteuerung zu aktivieren und funktioniert ohne Probleme. Was die Konnektivität angeht, so wird einmal ANT Plus unterstützt, also ist ja eigentlich der Garmin Standard, dass es dabei ist, beziehungsweise wir haben dann hier auch Bluetooth und WLAN. Letzteres ist gerade interessant, da wir hier Over-the-Air-Updates bekommen können. Das heißt also, wenn ihr im WLAN seid, lädt die Uhr das automatisch herunter und ihr könnt dann die Updates entsprechend ausführen. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeiten, über Bluetooth für Kopfhörer zu verbinden. Das ist insoweit interessant, da ihr hier auch Offline-Musik nutzen könnt. Das heißt also hier, wenn ihr Spotify, Amazon oder Deezer habt oder auch MP3-Files, könnt ihr entsprechend auf die Uhr laden. Ganzes entspricht dann etwa 2000 Titel, die ihr auf die Uhr machen könnt und könnt hier auch ohne Handy rausgehen und hier Offline-Musik hören. Was die Sensoren selber angeht, so haben wir hier einen Bewegungssensor verbaut, beziehungsweise ein 24/7 Herzfrequenzmesser mit einem angebauten Pulsoximeter, beziehungsweise ist dann auch ein barometrischer Höhenmesser dabei, den ihr zum Beispiel Unwetterwarnung einstellen könnt, aber auch ein 3-Achsen-Kompass mit HSI ist entsprechend hier bei der Uhr enthalten. Ja, dann kommen wir auch schon zum Thema Akkulaufzeit. Das ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema, weil jeder die Uhr doch so einstellt, wie er es für sich selber benötigt. Ich habe die Uhr jetzt auf 60% Helligkeit eingestellt bei 15 Sekunden Anzeige. Also man kann die Anzeige auch einstellen zwischen 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute war es, glaube ich, was man einstellen kann.
Da habe ich es, wie gesagt, auf 15 Sekunden gehabt. Ich habe meine Workouts alle im Multiband durchgeführt. Als ich die Uhr noch bekommen habe, konnte ich sie nur Multiband. Da konnte sie Sat-IQ noch gar nicht. Das heißt also dieses, ja, ich komme später noch drauf zu, dieses intelligente Satellitensystem, also das intelligente in dem Sinne, dass es hier das Optimale rausgesucht hat. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also das heißt, ich habe es im Multiband getestet und ich komme so etwa auf 3 Workouts in der Woche, ja, zwischen 1 Stunde und 1 Stunde 30. Jetzt, wo ich dann wandern war, waren wir wirklich jeden Tag wandern und da hat sich das Ganze so etwa auf 4 bis 5 Stunden, ja, pro Tagestour ausgewiesen, weil wir mit den Kindern unterwegs waren, ist man natürlich nicht so lange unterwegs und da kam ich auf so eine knappe Woche Laufzeit, was da wirklich sehr gut für die Uhr ist, weil wie gesagt, ich war dann auch entsprechend hier mit Multiband unterwegs und da kann man wirklich sagen, dass es hier eine solide Leistung ist. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit mit zum Beispiel Expeditionsmodus oder auch entsprechend die Einstellungen des GPS-Daten oder auch Abstellung des Pulsoximeters entsprechend hier natürlich die Akkuzeiten auch deutlich zu verlängern oder halt, wenn jetzt dann ja die Helligkeit weiter hochgeht, auch entsprechend weiter zu verkürzen. Alles in allem kann man so sagen, man kommt zu etwa 7 bis 14 Tage Laufzeit, je nachdem, wie gesagt, wie ihr dann die Uhr entsprechend einstellt. Garmin-typisch haben wir natürlich auch wieder hier den Etagenzähler und Schrittzähler verbaut, oder auch den Kalorienzähler, der dann zwischen Aktivkalorien und Passivkalorien unterscheidet. Und natürlich darf die Stressmessung und die Body Battery, also der menschliche Akku, bei Garmin nicht fehlen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch wieder das Wetter-Widget dabei, das euch eine Prognose gibt über den Tag bzw. den nächsten Tagen, wie das sich das Wetter entwickelt. Aber auch darf natürlich der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang nicht mehr fehlen. Da bekommt ihr im Widget auch schon mal angezeigt in der Oberfläche, wie lange es noch dauert, bis der Sonnenuntergang ist und bekommt dann schön nochmal angezeigt in der Grafik, wo da gerade der Sonnenverlauf ist und wo ihr gerade steht. Darüber hinaus bietet aber, anders jetzt zum Beispiel als die Fenix 7 oder Enduro 2, auch noch die Möglichkeit, das Flugwetter anzeigen zu lassen. Ihr habt dabei einmal die Möglichkeiten, Metadaten bzw. die THF-Daten anzeigen zu lassen. Das heißt also, ihr bekommt dann sowohl einen Wetterreport als auch eine Wetterprognose. Je nachdem, welchen Flughafen ihr hier ausgewählt habt, bekommt ihr diesen entsprechend hier angezeigt. Zum Thema Flughafen muss ich sagen, auf der Uhr sind hier weltweit alle Flughäfen verbaut. Das heißt also, ihr könnt sowohl von einem Segelflugplatz bis zum Frankfurter Airport sind hier alle Flugplätze enthalten und ihr bekommt dann auch entsprechende Daten der Flughäfen angezeigt. Also alles, was so relevant ist für einen Pilot, bekommt ihr dann wie gesagt auch auf der Uhr. Aber wir haben natürlich eine Sportuhr und daher sind auch die neuen Sport-Widgets interessant. Und es war ja am Anfang so, dass ich die Uhr bekommen habe, da waren die ganzen Widgets noch gar nicht enthalten. Ich habe jetzt die Version 9.3.3 erst auf die Uhr bekommen, das heißt also, ich habe die jetzt hier ganz frisch vorliegen. Und mit der neuen Version ist dann auch unter anderem das neue Trainingszustand-Widget hinzugekommen, was wir auch jetzt schon von der Forerunner 255 bzw. von der Forerunner 955 kennen. In diesem Trainingszustand-Widget bekommt ihr einmal hier die Belastung bzw. euren Trainingsload angezeigt. Das heißt also, in welchem Bereich ihr euch gerade bewegt. Ihr solltet euch ja immer in dieser grünen Kurve bewegen. Ich war jetzt krank gewesen, daher sieht man eigentlich ganz gut, dass ich jetzt mittlerweile Formverlust habe. Das heißt also, ich bin außerhalb dieses Bereiches. Ich kann jetzt wieder anfangen mit Sport und mit jeder Einheit, die ihr macht, bekommt ihr dann auch so Trainingspunkte oder Trainingsload. Die werden dann entsprechend draufgerechnet und so bekommt dann hier auf die Uhr direkt eine Übersicht, ob ihr entsprechend hier im Trainingsbereich seid, beziehungsweise im richtigen Trainingsbereich und nicht übertrainiert oder wie bei meinem Fall diesmal den Formverlust habt. Was dann natürlich dann auch nicht fehlen darf, ist der Belastungsfokus. Hier bekommt ihr dann auch entsprechend angezeigt, ja, wie eure Trainings sich ja eine Belastung dann ausgewiesen haben, ob ihr dann auch richtig trainiert. Das Ganze wird auch hier für die täglichen Trainingsvorschläge genutzt, weil die Uhr unterstützt natürlich auch die täglichen Trainingsvorschläge. Das heißt also, wenn ihr jetzt einen Laufworkout macht und diesen startet, bekommt ihr einen Vorschlag und ihr habt dann natürlich die Möglichkeit, dieses Training durchzuführen und da wird natürlich auf den Belastungsfokus zurückgegriffen, weil die Uhr versucht euch dann hier in den optimalen Bereich einzupendeln. Ebenfalls bekommt ihr dann auch noch eine VO2 Max angezeigt. Das heißt, wenn ihr draußen laufen geht und das ein paar Mal macht, dann bekommt ihr hier entsprechend einen Wert. Die Uhr unterstützt sowohl VO2 Max fürs Laufen als auch VO2 Max fürs Radfahren, wobei letzteres nur mit einem Leistungsmesser am Rad möglich ist, so heißt Indoor oder auch Outdoor. Da bekommt ihr dann entsprechend auch eine VO2 Max angezeigt, wenn ihr dann, ja, wie gesagt, mit dem Leistungsmesser unterwegs wart. Was ebenfalls dann mit der Uhr hinzugekommen ist, was dann angezeigt wird, ist der sogenannte HFV-Status, also die Herzfrequenzvariabilität. Die zeigt einfach an, wie gut euer Herz hier innerhalb des Rhythmus schlägt, beziehungsweise wie sich die anpasst. Und da gibt es halt mehrere Faktoren, wie zum Beispiel zu viel trainieren oder Alkohol oder schlecht schlafen, die das Ganze negativ beeinflussen, beziehungsweise wenn das Ganze natürlich reduziert, positiv beeinflussen. Da ist aber so, ihr bekommt hier erst einen aussagekräftigen Wert oder eine Anzeige, wenn ihr die Uhr wirklich 3 Wochen getragen habt.
Wie gesagt, ich habe jetzt das Update bekommen, daher sieht man das auf der Tactic 7 nicht so gut. Ich blende es jetzt einfach mal auf der Enduro 2 ein, weil da hatte ich das Update schon drauf. Und dann bekommt ihr dann einfach eine Anzeige, ob ihr dann im optimalen Bereich seid und euer Körper, ja, ich sag mal, auch sich wirklich hier gut regeneriert bzw. regeneriert ist. Und natürlich darf ja auch nicht die Erholung fehlen. Das heißt also, wenn ihr ein Workout macht, dann bekommt ihr eine Erholungszeit angezeigt, wie lange ihr euch ausruhen sollt. Und diese wird dann entsprechend hier auch nochmal in dem Widget hier zusammengefasst. Und last but not least haben wir dann noch die Hitzeakklimatisierung. Die ist einfach dafür da, wenn ihr draußen im Warmen lauft, das müsste dann über 20 Grad sein, dann ist es natürlich anstrengender für euch und die Uhr ermittelt einfach dann, wie oft ihr draußen wart und wie ihr euch an die Hitze angepasst habt. Das ist eigentlich auch ganz gut, gerade wenn es draußen sehr heiß ist. Und die VO2 Max wird dann auch entsprechend angepasst, weil natürlich die Anstrengung hier ein wenig anders ist als bei kühlem Wetter. Was mit der Forerunner 955 noch dazugekommen ist, ist das sogenannte Trainingsbereitschafts-Widget. Hier bekommt ihr auf einen Blick angezeigt anhand einer Zahl bzw. auch einer Übersicht, wie bereit ihr fürs Training seid. Das heißt also, umso besser, umso türkiser das Ganze ist oder je mehr der Pfeil nach rechts zeigt, umso besser ist es, umso mehr nach links zeigt, desto schlechter ist es. Aber wie setzt sich das Ganze zusammen? Das ist eigentlich fast logisch, einmal aus dem Schlaf, weil da regeneriert man, beziehungsweise aus der Erholungszeit, wie erholt bin ich und auch wie ist mein Trainingsload, bin ich übertrainiert, bin ich untertrainiert oder genau in der Fitness, habe ich einen Formaufbau, beziehungsweise es wird auf den HRV-Status geguckt, also wie meine Herzfrequenzvariabilität ist und wie mein aktueller Stress ist, also es bindet auch Einbezug. Aber auch dann das Schlafprotokoll, und zwar da wird dann auf die letzten 7 Tage geschaut, da wird einfach geguckt, nicht nur, dass ihr heute Nacht gut geschlafen habt, sondern auch die letzten Nächte haben hier eine Auswirkung. Die Punkte werden dann auch entsprechend bewertet, das heißt also, wenn ihr schlecht schlaft, ist das Ganze rot oder mittelmäßig wäre es orange, optimal wäre es grün und so ermittelt hier Garmin anhand dieser Faktoren eine Trainingsbereitschaft. Dabei muss ich sagen, das Ganze trifft es auch wirklich sehr gut. Ich habe eigentlich immer sowas schon ein bisschen vermisst, weil erstens für einen Einsteiger ist es wirklich gut, um das Ganze mal zu verstehen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Aber auch so für mich war das jetzt immer ganz interessant zu sehen. Dann, wenn mir es wirklich auch nicht so Bombe ging oder ich sagte, oh, jetzt ist heute aber nicht so doll, hat es die Uhr auch tatsächlich so wirklich angezeigt. Natürlich sollte man sich nie mit so Zahlen verrückt machen, aber ich fand es doch dann wirklich sehr interessant, dass Garmin das hier so gut hinbekommen hat, dass es eigentlich immer gepasst hat. Und wenn wir schon das Thema Schlaf gerade angesprochen haben, die Uhr unterstützt natürlich auch das Schlaftracking. Ihr müsst hier vorher aber definieren, zu welchem Zeitraum ihr schlaft, damit die Uhr das auch optimal erkennt. Ihr habt auch die Option, dann hier einen Schlafplan anzulegen. Das heißt, wenn ihr Schicht arbeitet oder wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ja okay, am Wochenende schlafe ich anders jetzt als unter der Woche, dann könnt ihr hier auch einen Schlafplan hinterlegen und hier verschiedene Zeiten anlegen. Was die Genauigkeit angeht, so muss ich sagen, hat Garmin wirklich gut dran gearbeitet. In der Vergangenheit war das immer so ein bisschen schwierig, dass ja hier nicht alles so wirklich erkannt wird. Ich habe ja schon wie angesprochen hier 2 Kinder, deswegen wird mein Schlaf also auch oft unterbrochen und die Uhr hat es doch mittlerweile sehr gut erfasst, beziehungsweise erfasst es mittlerweile auch sehr gut und zuverlässig. Was ebenfalls im Update neu dazugekommen ist, das Radfahrvermögen. Das ist auch ebenfalls ein neues Widget, was wir hier haben. Wir bekommen hier so eine kleine Übersicht. Ja, erstmal bekommen wir eine Klassifizierung, wie ihr seid. Ich bin jetzt gerade hier Herausforderer. Da bekommt ihr einfach anhand eures Trainings oder wie ihr trainiert habt, hier eine kleine Bewertung. Zudem habt ihr dann noch eine Übersicht, wie sich dann euer Training auch zusammengesetzt hat. Das Ganze wird aber hier nur entsprechend unterstützt, wenn ihr auch wieder ein Leistungsmesser am Rad habt. Das heißt, auch hier wieder am Indoor-Rad, zum Beispiel im Kicker Snap ist das möglich. Oder auch, wenn ihr jetzt von Garmin die Rallye-Pedale habt, könnt ihr die entsprechend hier verwenden und dann hier mit Wattmessung bzw. Herzfrequenzmessung parallel hier dann die Leistungswerte bzw. Trainingswerte ermitteln. Was auch neu hinzugekommen ist, und ihr seht, es ist einiges hinzugekommen, ist das Wettkampf-Widget. Bei dem Wettkampf-Widget könnt ihr im Garmin Connect-Kalender dann Events suchen, wie zum Beispiel jetzt im Berlin-Marathon oder den Frankfurt-Marathon oder andere Events, die vielleicht in eurer Nähe sind und diese dann hinterlegen. Ihr könnt aber auch eigene Events erstellen und auch eigene Strecken hinterlegen und hier euch Ziele setzen. Ihr habt dann einmal die Option zum Beispiel zu sagen, ich möchte eine Zielzeit erreichen oder ich möchte überhaupt das Ganze schaffen. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will jetzt erstmal einen Halbmarathon laufen, dann könnt ihr euch das entsprechend hier anlegen und habt dann, ich möchte das Ganze hier schaffen. Was bringt mir das aber, wenn ich das Ganze dann synchronisiert habe? Ich bekomme dann in dem Wettkampf-Widget natürlich einmal angezeigt, wie an diesem Tag die durchschnittlichen Temperaturen sind. Ich bekomme eine Laufprognose angezeigt. Generell habe ich ja auch hier bei VO2 Max Möglichkeiten, mir eine Laufprognose anzeigen zu lassen. Habe ich jetzt hier aber auch dabei, dass ich individuell für dieses Event das Ganze angezeigt bekomme und ich bekomme einen Trainingsplan. Ihr habt dann einen Aufbau des Trainingsplans, der dann entsprechend auch erstellt wird mit Basistraining, dann Peaktraining, Ruhezeit und natürlich dann zum Wettkampf. Und wir bekommen dann täglich ein tägliches Training dafür angezeigt, das dann für euer Ziel entsprechend angepasst wird. Ich muss sagen, das ist wirklich ein tolles Widget. Mir gefällt es wirklich gut. Einerseits habt ihr immer eine Übersicht, wann das Event stattfindet, weil es dann wochenmäßig herunterzählt. Der einzige Kritikpunkt, den ich hier habe, ist, dass ihr
ja nicht sagen könnt, ich möchte nur an den und den Tagen trainieren. Ihr bekommt dann wirklich harten Trainingsplan. Bei mir war es jetzt so, dass ich dann ja 5-mal an der Woche trainieren sollte. A, ist es für mich ein bisschen viel, also generell viel, aber auch ja, die Zeit schaffe ich gar nicht, das Ganze zu machen und ich kann das Ganze nicht dann ja direkt anpassen. Des Weiteren bekomme ich nicht, wie zum Beispiel im Garmin-Coach, der ebenfalls hier auf der Uhr unterstützt wird, so eine Übersicht, wie gut bin ich jetzt eigentlich im Training, bin ich jetzt gut oder stecke ich dahinter. Da fehlt mir so ein bisschen noch die Anzeige, das würde ich mir auch wünschen, dass sowas später in einem Update kommt. Wie bei einer Sportuhr natürlich üblich, haben wir hier eine Vielzahl von Aktivitäten, die unterstützt werden. Ich blende jetzt einfach rechts hier mal ein. Natürlich sind wir klassisch hier Laufen, Indoor-Laufen bzw. Radfahren, Klettern, Wandern, alles dabei. Die Uhr unterstützt dann auch die Stamina-Funktion. Das heißt also, wenn ihr jetzt laufen geht, das ist für Trailrun und Run zum Beispiel, dann bekommt ihr eine Anzeige, wie viel Startkraft ihr habt, also Stamina, und die geht entsprechend dann mit dem Workout runter. Ihr bekommt auch eine Prognose angezeigt, einmal, wenn ihr möchtet, in Zeit, wie viel Zeit ihr noch in diesem Pace laufen könnt, beziehungsweise auch dann entsprechend eine Distanz mit der Pace, die ihr gerade lauft, wie viel Rest-Pace ihr dann noch schaffen könnt. Das Ganze ist dann wirklich auch sehr praktisch, um dann entsprechend einen Lauf einzuteilen. Das heißt also, wenn ihr lange Läufe macht, Marathons, Halbmarathons, dann könnt ihr entsprechend hier mal auf die Uhr schauen und habt dann so einen Überblick, wie euer Restlast bzw. eure Restkraft ist. Was auch hinzugekommen ist, ist im Zuge des Updates ist auch die Wattmessung, und zwar müsst ihr einfach hier entweder den HM Pro Gurt haben, beziehungsweise ich habe noch den HM Run Gurt. Wir sehen hier eine ältere Verpackung, also schon ein älteres Modell. Diese Gurte haben einmal die Möglichkeit, dass wir natürlich hier auch Laufeffizienzwerte bekommen. Das heißt natürlich vertikale Geschwindigkeit als auch jetzt hier die Balance, aber auch dann hier entsprechend die Wattmessung. Das heißt also, ich bekomme hier auch eine Wattmessung angezeigt. Ich finde es aber schade, dass Garmin hier nur die Wattmessung anzeigt. Ihr habt jetzt hier keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte nach Watt trainieren. Das ist nur möglich. Ihr könnt momentan nur nach Herzfrequenz und nach Pace trainieren. Wattmessung wird hier leider nicht unterstützt. Finde ich schade, weil gerade wenn man im bergigen Gebiet wohnt, wäre das doch wirklich sehr hilfreich. Und zum Beispiel Coros hat es ja auch schon gezeigt, dass man hier mit Watt trainieren kann. Und da ist es direkt bei der Uhr verbaut und ich brauche nicht mal einen Gurt für das Ganze. Ein Alleinstellungsmerkmal der Tactic 7 bei den Sportmodus ist dann das Sportfliegen. Also das ist die erste Uhr, die ich habe, die das Ganze unterstützt. Ich konnte es natürlich jetzt nicht testen, da ich A, kein Flugzeug habe, B, kein Pilot bin. Dennoch möchte ich da ganz kurz drauf eingehen. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich da vielleicht nicht so alles akkurat sage, wie ihr jetzt Pilot seid und sagt, okay, was redet ihr da? Ihr habt dann einmal die Möglichkeit hier, wie gesagt, das Ganze auszuwählen. Ihr bekommt ein Radar angezeigt. Ihr bekommt dann einmal hier die Sauerstoffsättigung mit angezeigt in dem Widget, beziehungsweise dann entsprechend in der Sportmodi. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel eine Tankerinnerung einzurichten als Alarm. Ihr könnt aber auch einen Flugplan hinterlegen und entsprechend hier nach einem Flugplan fliegen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, dass man sich ein Nextradar anzeigen lässt, wo dann entsprechend euer Flugzeug zentral ist und dann auch das Wetter angezeigt bekommt. Und so habt ihr dann alles rund um das Sportfliegen hier enthalten. Stichwort Navigation bzw. Karten. Wir haben hier bei den Karten hier die Topokarten vorinstalliert und es ist auch so, dass wir sowohl die Topokarten haben als auch die Skikarten. Bei den Skikarten bekommt ihr dann entsprechend hier die Skigebiete angezeigt bzw. auch die Schwierigkeit der Strecken. Die sind dann farblich mit Blau, Rot etc. dann angezeigt, also so wie man das Ganze halt auch vom Skifahren kennt. Ihr könnt natürlich die Karten hier auch direkt über die Uhr updaten lassen. Ich würde aber generell empfehlen, das Ganze immer hier über Garmin Express zu machen, da hier doch Updates über das WLAN bzw. über das Handy doch wirklich sehr, sehr lang dauern und ja, ich die Geduld da nicht wirklich dafür habe. Bei der Navigation haben wir hier eine Garmin klassische Kartennavigation, das heißt also, wir bekommen einmal die Strecke auf der Karte angezeigt, im Hintergrund ist die Topokarte zu sehen, damit ihr immer einen Überblick habt, wie sich die Wege ringsrum für euch aufbauen, beziehungsweise dass ihr immer Orientierung habt, wo ihr seid. Ihr bekommt dann immer so 30 Meter vom Abbiegen dann ein Signal bzw. einen Abbiegehinweis und könnt euch entsprechend hier durchnavigieren lassen. Ich muss auch sagen, mit dem neuen Update ist das Ganze besser geworden. Ich hatte in der Vergangenheit oft das Problem, dass nicht alle Abbiegehinweise gekommen sind. Das hatte ich, glaube ich, in einem Test zu dem Uhr noch gemacht. Ich habe das Ganze mal übrigens vorgestellt mit der Navigation. Das verlinke ich dir oben einfach mal. Und das ist definitiv besser geworden. Ich hatte jetzt bei den anderen Uhren, die ich jetzt getestet habe von Garmin, nur ein einziges Mal der Fall, dass kein Hinweis gekommen ist. Und ich muss sagen, wirklich, da hat sich wirklich einiges getan, beziehungsweise Garmin seine Hausaufgaben gemacht. Ihr habt dann auch mehrere Möglichkeiten, Routen zu planen. Ihr könnt natürlich einmal hier von Garmin die eigenen Apps nutzen, beziehungsweise über Garmin Connect das Ganze planen. Aber auch, ihr könnt das Ganze über Komoot machen oder AutoActive. Oder wenn ihr dann ein ganz anderes Programm habt und das Ganze exportieren könnt, dann könnt ihr auch GPX oder TCX-Dateien importieren. Und da habt ihr dann entsprechend dann die Strecken hier auf der Uhr. Wenn wir dann mal zur GPS-Auswertung kommen, so haben wir jetzt mit dem Update jetzt auch die neue automatische Auswahl bekommen. Manche kennen es eher unter ZIQ. Und hier ist es so, dass die Uhr hier den optimalen Satelliten bzw. optimal aussucht, was es hier dann für die GPS-Aufzeichnung nutzt.
Die Uhr unterstützt ja auch Multiband. Multiband ist aber hier tatsächlich das, was am meisten Akku kostet, und beim ZIQ wird das Ganze hier ein bisschen reduziert und er nimmt sich einfach aus allem das Beste und versucht hier wirklich das beste GPS-Bild aufzuzeichnen. Das Multiband-GPS selber ist hier das optimalste GPS-Bild. Gerade wenn ihr im Wald unterwegs seid, habt ihr früher in der Vergangenheit die Probleme gehabt, dass die Satelliten nicht so richtig durchgekommen sind und die Positionsbestimmung nicht wirklich optimal war und ihr dann ja entsprechend ein schlechtes GPS-Bild bekommen habt. Das Ganze wird hier optimiert und berechnet im Multiband und wirklich auch, ja, das bietet ein wirklich sehr, sehr, sehr akkurates GPS-Bild. Aber auch das neue SatIQ muss sich hier an der Stelle nicht verstecken. Es gibt hier und wieder so ein klein paar Abweichungen, aber sie sind wirklich so minimal. Gerade wenn ihr auch ältere Garmin-Uhren hattet, die haben immer Schwierigkeiten gehabt und da bietet auch das ZIQ mittlerweile ein sehr, sehr gutes GPS-Bild. Ich bin vom Multiband auf SatIQ umgestiegen, weil es für mich ausreichend war und ich da wirklich sehr zufrieden war und das doch ein bisschen akkuschonender ist als hier das Multiband-GPS. Und gerade im freien Bereich braucht man ja auch gar nicht das Multiband, weil ja die Satelliten oder ihr zu Satelliten eine gute Sicht habt. Und so kann das SatIQ dann tatsächlich sagen, okay, hier ab der Stelle brauche ich kein Multiband mehr und switcht entsprechend um hier dann Strom zu sparen. Was die Herzfrequenzmessung angeht im Sportbereich, wir haben wie gesagt hier einen 24/7 Herzfrequenzsensor verbaut. Der bietet doch mittlerweile sehr solide Werte. Gerade wenn ihr hier ruhig lauft und konstant lauft, dann bekommt ihr optimale Werte. Aber auch wenn ihr jetzt Intervalle macht, beziehungsweise wenn ihr jetzt euer Herzfrequenz sich ändert, reagiert die Uhr auch mittlerweile sehr gut. Natürlich würde ich immer zu einem Brustgurt empfehlen, weil der noch akkurater ist, weil es einfach technisch besser dran liegt. Wir haben hier einen optischen Sensor verbaut an der Stelle und ein Brustgurt ist natürlich immer besser anliegend an der Brust bzw. am Herzen als jetzt ein optischer Sensor und dennoch liefert die Uhr mittlerweile doch wirklich sehr gute Werte und auch da hat Garmin definitiv aufgeholt, weil auch hier war in der Vergangenheit doch oft große Abweichungen und die konnte ich hier mit dieser Uhr zumindest gravierend nicht mehr feststellen. Hier ist aber auch so, dadurch, dass wir einen optischen Sensor haben, kommen viele Faktoren hinzu. Das heißt also, wenn ihr an der Stelle tätowiert seid, bekommt ihr oft Probleme, weil das Ganze auf Reflexionen beruht. Aber auch wenn die Uhr nicht ordnungsgemäß getragen wird oder ihr auf die Uhr stößt, kann es hier mal zu Messfehlern kommen. Da muss man wirklich darauf achten, dass die Uhr dann entsprechend beim Workout richtig sitzt. Aber natürlich kommt jetzt echt diese Frage, für wen ist diese Uhr eigentlich geeignet? Wenn du jetzt im Militär unterwegs bist und hier einen Skill-Switch-Modus brauchst, beziehungsweise einen Tarnmodus, dann ist es natürlich deine Uhr. Oder auch, wenn du fürs Sportfliegen das Ganze benötigst, wobei mich da gerne mal interessieren würde, ob so eine Uhr für Sportfliegen überhaupt interessant ist oder die Messgeräte im Flugzeug eigentlich da ausreichend sind. Da würde mich echt mal interessieren, ob das für dich ein Kaufgrund wäre. Schreib es mal gerne in die Kommentare. Da würde ich natürlich sagen, wenn das für dich relevant ist, dann ist natürlich die Uhr für dich. Aber hier ist dann natürlich die Frage, nehme ich die Standardversion, die Pro-Version. Ich würde aber generell hier nicht zur Pro-Version raten, weil die kostet 200 Euro mehr und der Solarpanel, der dann verbaut ist, ich finde, das ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht relevant. Wenn ihr natürlich ballistisch unterwegs seid, beziehungsweise Bogenschießen macht etc., dann ist natürlich für euch die Ballistikuhr interessant, aber auch da, wie gesagt, das Ganze nur interessant, wenn ihr es wirklich nutzt. Wenn jetzt für dich aber das Fliegen nicht relevant ist und auch Kill-Switch nicht relevant ist, beziehungsweise du auch sagst, okay, ballistische Sachen habe ich auch nichts mit zu tun, dann würde ich vielleicht dann eher, wenn ihr solche Uhren möchtet, eher auf eine Phoenix 7 raten, die etwas günstiger ist. Ihr habt auch mehr Modellauswahl, ihr könnt auch zwischen der S-Version, Normalversion entscheiden. Das haben wir hier nicht. Ich habe auch mal einen Vergleich gemacht zwischen den drei Uhren, zwischen der Enduro 2, der Tactix 7 und der Phoenix 7. Ich verlinke es dir oben mal. Da kannst du mal anschauen, was da die Unterschiede sind. Die sind hier wirklich marginal mit den angesprochenen Punkten gerade. Ich persönlich hätte mir die Uhr jetzt nicht gekauft, aus den genannten Features, weil ich diese einfach nicht benötige und würde hier selber persönlich auf eine Phoenix 7 zurückgreifen. Wenn dich noch mehr Themen rund um Garmin interessieren, ich habe hier oben mal eine Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen, das ist alles rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich mache unten eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen, was sonst noch alles im Kanal stattfindet. Ich hoffe, ich konnte im Test ein bisschen weiterhelfen, dir hat das Ganze gefallen, wenn ja, lass doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.